Berlin. In keiner vergleichbaren Metropole gibt es so viele Kleingärten im Stadtgebiet. Hereinspazieren. Ein Kleingartenverein befindet sich nur 5 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof entfernt. Dirk Behnke ist einer der Pächter. Man kommt hier rein und ist dann so in seiner Oase und fühlt sich wohl. Das ist so die Bedeutung, dass man hier irgendwie so einen Schlupfwinkel hat, wo man einfach für sich ist und seine Zeit genießen kann. Man sitzt hier praktisch im Grün, fühlt sich eingebildet stiller, aber es ist einfach schön und vor allen Dingen 3 Minuten von der eigenen Wohnung hinweg und man ist dennoch im Zentrum und wird schon bewundert, wenn man dann hier so, wenn Touristen hier so vorbeikommen und hier hineinschauen und denken, was ist das denn jetzt hier? Du kommst aus dem Stadtmoloch und guckst hier in so eine Oase. Hier gibt es essbare Pflanzen, Himbeeren, Stachelbeeren, ein wenig Blaubeeren, viele Pflaumen, Äpfel, dann auch mal ab und zu Kartoffeln, wenn man die anbaut. Erdbeeren hat es gegeben, die sind mir leider alle eingegangen. Und nö, das war es, glaube ich, schon. Auf jeden Fall fühlt man sich irgendwie gesünder ernährt oder irgendwie schmeckt es einem automatisch besser, wenn man das selber so angebaut hat oder produziert hat. Das ist dann schon eine feine Sache. Die ersten Kleingartenanlagen entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, in Zeiten hoher Armut, Mangel und schlechter hygienischer Verhältnisse. Sie dienten zur Selbstversorgung und um Kindern einen Platz an der frischen Luft für Sport, Spiel und Bildung zu geben. 870 Kleingartenvereine gibt es derzeit in Berlin. Das Stadtgrün ist wichtig für die Menschen, das Klima, die Luft, den Boden sowie den Artenreichtum von Flora und Fauna. Wir befinden uns im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Hier existieren 81 Kleingartenvereine mit insgesamt 7.700 Pächtern. Im Gespräch mit Umweltstadtrat Oliver Schworfenegger interessiert uns besonders eine Frage. Welche Rolle spielen die Kleingärten für den Bezirk? Die Kleingärten sind ganz wichtige Kaltluftschneisen für den Bezirk. Gerade in der Innenstadt haben wir im Sommer enorme Erhitzungspotenziale und da ist es wichtig, dass wir nicht bebaute Schneisen haben, wo die kalte Luft aus dem Umland in die Innenstadt kommen kann. Und sie sind natürlich, und das haben wir gerade jetzt in Corona gemerkt, ganz wichtige Rückzugsorte, Erholungsorte, wo Menschen hingehen können, wenn sie mal raus wollen, wenn sie mal frische Luft haben wollen und wo sie auch Fläche haben. Die Kleingärten sind einmal hier im Norden so ein bisschen um den Bezirk herumgelegt. Und eher im Süden, in Wilmersdorf, sind sie dann eher innerstädtisch zwischen den Wohngebieten. Was halt wichtig ist, ist, dass es keine langen Wege gibt. Dass man aus den Wohngebieten, aus den großen Siedlungen schnell zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Kleingärten kommt. Kleingärtner wurden lange mit den Schlagworten Kleinbürgertum, zu viele Regeln und Spießigkeit betitelt. Heute hat sich das zum großen Teil gewandelt. Kleingartenvereine werden zunehmend wieder zu offenen, aktiven Flächen im sozialen Stadtgefüge. Wie hier im Kleingartenverein Weidenbaum, der einen Gemeinschaftsgarten beherbergt. Wir befinden uns in Charlottenburg. Charlottenburg Nord ist das. Eigentlich früher hieß es Plötzensee noch direkt. Ist ja schon, unsere Kolonie besteht ja schon seit 1906. Dieses Grundstück war 2017 von dem Starkregen betroffen, der 3 Tage ging und das Wasser stand hier über Monate. Der Pächter, der hier drauf war, der hat das Grundstück dann aufgeben müssen, weil es, wie gesagt, die Laube war abrissreif und dann stand das Grundstück bis 2019 eigentlich brach. Und wir waren dann im Bezirksamt von Charlottenburg beim Vortrag und haben uns da inspirieren lassen, was man praktisch so innerhalb einer Kolonie noch machen kann. Und da kam auf die Idee, einen Gemeinschaftsgarten, also für die, die keinen Garten haben, unsere Kolonie halt zu öffnen. Und so ist das, was man jetzt hier sieht, entstanden mit 10 Hochbeeten. 5 davon sind jetzt schon vermietet. Ja. Genau, ich habe auch schon Kontakt zu Kindergärten aufgenommen. Da wollen wir zusehen, dass wir nächstes Jahr hier vielleicht noch ein paar Kinder reinkriegen, die praktisch aussehen und sehen, wie es wächst, erntet und dann vielleicht bei uns noch das Essen kocht oder Marmelade einkocht oder
Es gibt ja viele, die sagen, Kleingärtner sollen weg und sollen lieber Wohnungen gebaut werden und wir haben Privileg und deshalb sollen wir uns auch öffnen. Und ich finde das auch eine gute Idee. Wir haben ja hier auch hier eine Dame, die hat 2 Kinder, die ist ganz happy, dass sie hier praktisch ins Grüne kann und muss nicht einen Garten unbedingt haben. Und das Garten macht ja viel Arbeit und hier habe ich 1 oder 2 Hochbeete und dann kann ich auch was ernten und habe aber nicht den ganzen Garten und die Kosten und was alles drumherum ist. Und von daher haben wir das gemacht. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit waren die auch sehr, sehr, sehr dankbar, gerade die Mutter mit den 2 Kindern, dass die hierher kommen können und haben ja hier genügend Abstand, haben ja Natur und lernen noch was und können zum Schluss auch ernten. Also die sind wirklich total dankbar. Die eigentlich alle hier, die sind so happy, dass sie hier so ein Stück Garten letztendlich nutzen können. Und wir fühlen uns da eigentlich in unserer Umsetzung bestätigt. Bestätigt, genau. Ja. Kleingärten waren auch nach beiden Weltkriegen Orte des Zusammenkommens, des gesellschaftlichen Zusammenziehens und natürlich, was man hier wirklich so toll umgesetzt sieht, auch der Nahrungsproduktion und Nahrungserstellung. Dann kommt der zweite Teil, der ja auch gesetzlich geregelt ist, dass ja Kleingärten auch der Erholung und der Entspannung dienen sollen. Und das ist natürlich in so einer Zeit des kompletten Lockdowns als gesicherter, weil Sie sehen ja hier um diese Parzelle auch die Zäune. Das heißt, ich bin in einem befriedeten Bereich, wie in einem Privatgrundstück, wo nicht jeder reinkommen kann. Und damit habe ich eine Rückzugsmöglichkeit, dass ich einen Ort der Entspannung, des Runterfahrens habe und nicht in meiner 45 Quadratmeter Gemeinschaftswohnung bin, sondern habe hier eine Fläche des Auslebens, des Entspannens, des Erholens. Denn es gibt ja auch genügend Studien, auch aus Amerika und sonst woher. Das Grün um uns öffnet uns, wirkt Depressionen entgegen, ist ein wirklich anerkannter Gesundheitsfaktor. Und das ist natürlich gerade in solchen Zeiten ganz, ganz wichtig. Die Wartelisten für einen eigenen Kleingarten sind lang. Viele Anlagen stellen die Gärten für Schulen oder Kindergärten zur Verfügung und versuchen sich in neuen Formen. Cornelia Mirke, Mitarbeiterin des Umwelt- und Naturschutzamtes im Bezirk, berät Kleingartenvereine zu diesen Themen. Ich bin so ein bisschen für die fachliche Unterstützung der Kleingärtner und auch finanzielle Förderung zuständig. Das heißt, wenn jetzt so wie in diesem Fall zum Beispiel ein Gemeinschaftsgarten angelegt werden soll, versuche ich halt so ein Netzwerk zu bilden, die Akteure miteinander zu verknüpfen, aber auch Fördermittel aufzutreiben oder auch selbst vom Bezirksamt was dazu zu geben. Das Programm Essbare Stadt bzw. auch der Essbare Bezirk bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf. Da geht es darum, dass wir versuchen, die öffentlichen Freiflächen auch mit essbaren Pflanzen, ob es nur Obstgehölze sind, aber auch Wildobst, verschiedene Wildpflanzen zu bestücken, die dann jeder selbst ernten kann. Dazu gehört dann aber zum Beispiel auch die Anlage von bestäuberfreundlichen Flächen, das heißt also für Wildbienen und weitere Insekten, weil das sind ja schlussendlich die unser Obst und Gemüse am Ende herstellen, damit wir es ernten können. Das Thema Umweltbildung ist für Kleingärtner schon seit 150 Jahren aktuell. Wo sonst lernt man von klein auf den Umgang mit der Natur, den Umgang mit Kreisläufen? Wie viel steckt man rein an Arbeit und Ressourcen, um von einem kleinen Samen nachher auch eine Tomate zu ernten? Wo hat man so eine große Vielfalt an Vögeln und Insekten, die man live beobachten kann? Wir alle erleben ja die Folgen der Klimaänderung, Hitzesommer, Dürren, auch mal ein Starkregenereignis. Und gerade in dem Punkt ist natürlich eine Kleingartenanlage ein großer Puffer. Kleingartenanlagen sind fast unversiegelt, ich sag mal fast, ein paar Wege immer. Somit kann hier das Regenwasser aufgefangen werden und es ist ein Grundwasserspeicher. Der Humus im Boden ist ein großer CO2-Speicher. Die Vegetation führt zur Verdunstungskühlung und der Wärmeinseleffekt der Stadt wird auch abgemildert. Der Kleingartenverein Habsburg-Gauß-Straße wurde 1907 gegründet. Obst für alle ist der Name ihrer Initiative, die im Juni 2018 ins Leben gerufen wurde. Die Grundidee? Sie teilen das Obst und Gemüse von ihren 37 Parzellen, das sie selbst nicht verbrauchen, mit der Öffentlichkeit. Also wir haben OFA gegründet aus 2 Gründen. Wir wollten einmal, dass wir uns als eine Art
Bürgerpark verstehen, als ein Naherholungsgebiet. Wir laden alle, die hier wohnen, ein, dass sie unsere Gäste sind, deshalb die Bänke hier. Man soll sich wohlfühlen bei uns. Und das andere ist eine Funktion, dass wir wollen, dass jeder hier Obst ernten kann. Also das Glück des Gärtners, vor allem junge Leute, auch Kinder, die kommen und erleben, Johannisbeeren wachsen nicht im Supermarkt, sondern die das Erlebnis haben, das hier frisch zu essen. Und wir erleben immer wieder, dass hier Kinder kommen und Johannisbeeren pflücken und ein Glück in den Augen haben. Und das ist die Aufgabe hier von OFA. Es kommen auch regelmäßig Kindergärten. Also wir haben auch einen Kindergarten als Paten für einen unserer Bäume. Weil am Anfang gab es auch Vandalismus hier. Da wurden dann auch Bäume entweder zerstört oder auch ausgegraben, gestohlen. Und dann haben wir überlegt, der ist vielleicht ein bisschen besser geschützt, wenn jetzt eine Kita sozusagen Pate ist und die Leute das auch zuordnen und denken, nee, jetzt den Kindern nehmen wir das jetzt nicht weg. Ne? Und das ist einfach psychologisch viel überzeugender, wenn Menschen dafür auch einstehen, dass das jetzt eine öffentliche Gartenanlage ist, wo man was ernten kann. Ja, wir haben angefangen mit Obstbäumen und Sträuchern, die wir entlang der öffentlichen Wege gepflanzt haben. Also alles, was vor den Zäunen wächst, darf geerntet werden von der Nachbarschaft. Das haben wir hier auch an Schildern veröffentlicht und haben auch diesen Geschenketisch eingerichtet, Früchte zum Mitnehmen, der sehr viel genutzt wird. Also die Gärtner legen alles hin, was sie nicht brauchen und die Nachbarn, die hier durchgehen, die dürfen mitnehmen. Also am Anfang war es ja so eine angstbesetzte Zeit. Man wusste gar nicht, was der Lockdown bedeutet für uns. Müssen wir jetzt alle zu Hause bleiben? Und es wurde aber schnell klar, dass wir zur Versorgung der Gärten immer schon in die Gärten dürfen. Also man durfte immer diesen Weg auch gehen. Und ich bin auch Imkerin. Ich habe dann auch wirklich eine Bescheinigung von meinem Verein bekommen, dass ich immer zur Versorgung meiner Bienen unterwegs sein darf. Die hatte ich auch wirklich immer in meiner Tasche dabei, falls ich da irgendwie mal angehalten werde. Und man merkte auch, wie dann die Familien das unglaublich genutzt haben, diese Freiheit zu haben, mal im Garten zu sein mit den Kindern, dass die hier spielen konnten, während die nicht in die Schule gingen und so weiter. Es war extrem wichtig. Die Leute haben, glaube ich, selten so viel gegärtnert. Das hat man ja in den Baumärkten gesehen, mit den langen Schlangen, wo die Leute dann Pflanzen gekauft haben und Erde und unglaublich viele Hochbeete gebaut wurden und so weiter. Also es war so zu Anfang wirklich ein Run auf die Gärten. Und auch Leute, die keine Gärten haben, haben Bekannte gefragt. Wir kennen Freunde, die haben keinen Garten. Die haben den aber umschichtig benutzt. Also wenn die eigentlichen Nutzer nicht da waren, dann konnten die mit den 3 Kindern kommen. Und an Wochenenden und abends waren die anderen dran. Also sie haben sozusagen auch Gärten geteilt. Ja, wir wünschen uns, dass natürlich keine kleinen Gärten zerstört werden, dass sie erhalten werden, möglichst alle. Oder da, wo welche weggenommen werden müssen wegen Baumaßnahmen, dass dann woanders vielleicht neue entstehen. Und auch, dass vielleicht die Kleingärtner, die noch so nach dem alten Stil arbeiten, also die vielleicht Pestizide noch immer benutzen, obwohl es schon verboten ist, oder auch sich sehr abschotten mit hohen Zäunen und keinen reinlassen wollen, dass die vielleicht umdenken, dass wir uns öffnen so in die Kieze rein und dass wir überlegen, ja, wie kann man vielleicht auch teilweise gemeinschaftlich gärtnern, also welche Flächen könnten vielleicht auch für die Nachbarschaft da sein. Das ist so unser Bestreben, auch die umliegenden anderen Vereine auch mit zu überzeugen, dass diese Öffnung eigentlich gut ist und dass die uns auch schützt. Eigentlich geht es in der Diskussion immer um die Frage öffentlicher Nutzen und privater Nutzen. Also wie weit ist ein Kleingarten ein abgeschlossenes System, wo nur diejenigen profitieren, die dort direkt eine Parzelle haben, und wie weit kann ich einen Kleingarten auch nutzen, um zum Beispiel Urban Gardening zu machen, um Angebote für die Kinder aus der Umgebung zu machen, um Bildungsangebote zu machen, aber auch als Erholungsorte für die gesamte Bevölkerung. Und das ist immer so ein Abwägungsprozess, weil die Kleingärtner natürlich ein Stück weit ihre Ruhe haben wollen und nicht immer fremde Leute, die ihnen in den Garten gucken. Andererseits die Flächen aber natürlich sehr günstig sind und damit von der öffentlichen Hand auch der Anspruch formuliert wird, dass es eine öffentliche Funktion der Kleingarten geben muss und nicht nur eine private. Ich glaube, wir sollten uns sehr bemühen, alle Kleingartenflächen zu sichern. Wir sollten darauf achten, dass sie nicht wie in den früheren Zeiten oft üblich dann irgendwann mit Swimmingpools und großen Hütten zugebaut sind, sondern dass es wirklich Gärten bleiben und dass sie Anschauungsmaterial bieten, dass man eben auch in der Stadt produzieren kann, dass man sich gesund ernähren kann, dass man mal was ausprobieren kann, auch in den Pflanzungen. Also eine Vielfalt in den Kleingärten, aber eben Gärten.
Im Juni 2020 wurde die Charta für das Berliner Stadtgrün und das Handlungsprogramm 2030 beschlossen. Über 2 Jahre wurde in einem umfangreichen Beteiligungsprozess mit Bezirks- und Senatsverwaltungen, Verbänden und der Zivilgesellschaft diskutiert, erarbeitet und abgestimmt.